Moin Moin und herzlich willkommen aus dem Miniaturwunderland. Heute bekommt ihr mal ein kleines Update von uns, wie es eigentlich in der Provence und Monaco aussieht. Ihr wisst ja, wir bauen an diversen Fronten. Wir bauen Rio de Janeiro, wir bauen so viele Bauabschnitte gleichzeitig wie noch nie zuvor. Und heute seht ihr, dass unsere Provence fast fertig ist und Felix, Bobby und Sönke zeigen euch mal, wie schön es geworden ist. Im zweiten Teil bekommt ihr dann einen Einblick, wie es in Monaco aussieht. Da ist die Lichtgestaltung richtig weit vorangekommen und Marvin und Mohamed zeigen mal, wie es aussieht. Das Besondere hier in der Provence ist für mich, dass wir wirklich viel mit Gips gearbeitet haben. Wir haben nicht nur die Felsen aus Gips gebaut, sondern Sönke und ich haben wirklich die Fassaden von den Häusern, einzelne Steine reingeschnitzt, ganz individuell versucht, das zu bauen. Das finde ich ist besonders. Der Abschnitt soll eher so ein ruhiger Landschaftsabschnitt sein. Man soll sich so ein bisschen in eine ältere Zeit zurückversetzt fühlen. Man findet mal irgendwo einen alten Trecker im Feld rumliegen oder sowas. Das sind so die Kleinigkeiten. Man kommt aus dem aufregenden Monaco-Abschnitt mit der Formel 1 und landet dann hier in der Provence und kann wirklich mal die Augen ein bisschen gleiten lassen und einfach ein bisschen entspannen. Auf unserer Reise durch die Provence hatten wir auch die Chance, die Verdun-Schlucht zu erkunden. Und die schlängelt sich ja bei uns hier auch einmal von rechts nach links durch. Wir transferieren das dann auch ein bisschen in den Gorges du Quien und so, also in andere Schluchten. Das können wir halt modellbauerisch ja nicht so weit differenzieren. Und ja, das war natürlich total atemberaubend, wie die Felswände richtig runter in das Wasser eintauchen. Und das war halt auch so ein bisschen hier jetzt der Clou, quasi dieses Grün auch eher von den Bäumen, was reflektiert wird, auf dem Wasser wieder darzustellen. Wir haben da ganz viel mit Airbrush gearbeitet, kleine Sandbänke einmodelliert und sowas. Das war richtig cool. Auch viele Stromschnellen und all solche Geschichten. Also bei den Szenen haben wir versucht, darauf zu achten, dass es wirklich auch teilweise realistische Sachen sind. In der Provence gibt es ganz viel Freizeitaktivitäten. Da hat Tino zum Beispiel ewig lang, 8 Stunden, glaube ich, an so Mountainbikern gesessen und die gebaut. Das ist super geil. Die fahren da oben den Berg runter. Und ansonsten, klar, alles Mögliche, was die Provence halt so zu bieten hat. Ganz viele kleine Details, Detailverliebtheit in Form von Mohnpflanzen und was weiß ich, was alles am Wegrand wächst. In diese atemberaubende Landschaft eintauchen zu können und wirklich sich vorzustellen, nach einer langen Wanderung irgendwie in der brüllenden Hitze dann unten am Flussbett, wo das Wasser durch den Kies raschelt, eine Pause zu machen, ein geiles Glas Rotwein zu trinken oder so. Das ist so das Gefühl, was wir mitteilen wollen, dass die Leute da wirklich eintauchen können. Das Gefühl, wenn ich an die Provence denke, ist ja auch irgendwie schon so ein bisschen nostalgisch, romantisch. Da sind viele Künstler hingefahren, haben ja einfach so dieses Gefühl aufgesaugt. Ne? Und das versuchen wir einfach mitzuteilen damit. Ich lade euch ein in einer unserer ruhigsten Abschnitte. Warum ist er so schön und so ruhig? Weil wir einfach auf fast alles verzichten. Wir haben kaum Knopfdrücker hier eingebaut. Die Bahn ist auch deutlich in den Hintergrund gegangen. Ich glaube, wir haben nur noch 8 Meter insgesamt und wir haben irre viel Landschaft gebaut. Vor mir sind die Lavendelfelder, riesig. Es war eine geile Herausforderung, denn allein dieses knallige Lila hinzukriegen, ne? Dieses, wenn die voll in der Blüte sind, so wie man das kennt, dass man das eigentlich schon riechen möchte. Das war irre spannend und ich finde, es ist richtig cool rübergekommen oder es kommt richtig cool rüber.
Wir haben hier neuartige Bäume reingebaut, über die wir monatelang rumexperimentiert haben, bis wir es hingekriegt haben. Denn was mich immer gestört hat, ist, dass unsere Begrünung, die wir bis jetzt hatten, die Bäume so grün waren, dass man nie einen Baumstamm gesehen hat. Also habe ich mich irgendwann hingesetzt und habe gesagt, okay, es muss eine andere Lösung geben, weil das lädt einfach ein, dann auch unter dem Baum durchzugucken. Das heißt, wenn ich auf Anlagenkantenhöhe gehe, kann ich unter dem Baum durchgucken und Szenen dahinter entdecken. Das ist das Besondere hier an der Provence. So, und wenn wir dann am Ende der Provence sind und das alles genossen haben, dann jagt uns schon das nächste Highlight. Und zwar die Brücke rüber auf die andere Fleetseite. Und auch klar, da haben wir natürlich auch eine Eisenbahn. Das heißt, wenn ich als Besucher über die Brücke gehe, kann ich auch nach unten gucken, wie dann der Zug quasi an mir vorbeirauscht, Richtung Rio nach Südamerika. Und diese Überfahrt verpacken wir natürlich auch modellbauerisch in Themenwelten. Lasst euch überraschen, auch dort gibt es viel zu entdecken und ja, viel Spaß dabei. Das ist hier der Kaktusgarten in Monaco. Wir waren ja da mit ein paar Leuten und ich war also wirklich beeindruckt, wie dieser Garten aussah, vor allen Dingen die Kakteen. Ja, und die Herausforderung jetzt, wie kriege ich Kakteen oder wie baue ich Kakteen? Weil das, was im Angebot ist, hat nicht gereicht. Man hat ja auch den Anspruch, was selber zu bauen und musste ich auch zwangsläufig, weil wie gesagt keine Kakteen in ausreichender Auswahl zur Verfügung standen. Da habe ich ungefähr ein Vierteljahr dran gesessen. Die schwierigsten Kakteen, die ich gebaut habe, die zeige ich euch mal. Das ist der hier oben, dann der hier dieser große, dieser Kaktus. Also es gibt hier so einige Kakteen, die sehr aufwendig waren, aber das waren also wirklich die aufwendigsten Kakteen von der Zeit her, weil ich musste erst mal los, um Grünpflanzen zu kaufen, beziehungsweise aus Plastik. Und die habe ich dann klein geschnitten, zusammengeklebt, gefärbt, den Stamm auch noch mal separat besandet, damit er ein bisschen eher nach Kaktus aussieht. Diese Kakteen, das sind normalerweise so ganz kleine, die musste ich dann abschneiden und dann einzeln rankleben. Und teilweise habe ich dann auch noch Blüten rangeklebt. Also es war schon ziemlich aufwendig. Ja, da kommen absolute Kindheitserinnerungen von mir wieder hoch. Gerrit und ich sind zusammen mit unserem Papa eigentlich früher jeden Sommer mit dem Wohnmobil durch Südfrankreich gefahren. Und das sind so wunderbare Landschaften und ich finde, die sind so gut getroffen. Ich kann es gar nicht erwarten, dass ihr das irgendwann zu Gesicht bekommt. Für heute war es das erstmal wieder und jetzt bleibt eigentlich nur noch der Wunsch, bleibt gesund und munter. Und jetzt gibt es noch wunderschöne Bilder von der Lichtgestaltung aus Monaco. Jo, wir in der Elektronik sind jetzt dabei, die Fenster Monacos mit Leben zu füllen. Hier haben wir schon mal 3 fertige Gebäude. Ich mache gleich noch mal das Licht aus, dann könnt ihr euch die im Dunkeln anschauen. Und danach könnt ihr mir und Mohammed noch mal über die Schulter schauen.